so young, young. I will try. Servus zusammen. Hallo zusammen. Wir sind seit einem Jahr mit unserem selbst ausgebauten Campervan durch Europa unterwegs. Und in dieser Zeit haben wir einige Dinge an unserem Van wirklich lieben gelernt. Absolut, ja. Und in dem Video stellen wir euch mal die 10 wichtigsten Dinge vor. Und ich würde mal sagen, wir fangen mit der Fußpumpe an. Genau. Die Wasserpumpe ist bei uns als Fußpumpe integriert. Und wenn ich hier ganz leicht Druck ausübe, dann kommt oben schon das Wasser raus. Und das ist total genial, weil wir keine Elektrik dafür benutzen. Und wir können ganz einfach hier, indem wir einfach den Fuß dafür benutzen, beide Hände waschen. Das ist richtig cool. Ja, man kann das Wasser hier wirklich gut mit dosieren und man spart auch deutlich mehr Wasser als mit einer elektrischen Pumpe. Absolut, ja. Ja, was ist der nächste Punkt? Der nächste Punkt ist der Wasserfilter. Wasserfilter ist wirklich super. Wir können überall Wasser auffüllen, eigentlich an Seen, an Brunnen. Wir haben eigentlich das ganze Jahr kein Wasser gekauft. Ja, stimmt, genau. Wir sind auch in Marokko. Das war schon richtig crazy. Wir sind immer zum Brunnen gefahren und haben dort Wasser geholt. Und eigentlich hat das gar kein Camper gemacht, denn die meisten haben das von Campingplätzen geholt, würde ich sagen. Ne? Und es war dann irgendwie behandelt. Wir haben es überall geholt. Es war uns total egal. Wir haben auch nichts bekommen. Also unsere Wasserfilteranlage hat sich total bewährt, oder? Genau, also wirklich, die ist wirklich super. Wir trinken das Wasser auch direkt aus dem Tank. Der Tank sieht nach einem Jahr noch neuwertig aus. Ja. Also eigentlich sollte jeder Camper, denke ich, einen Wasserfilter dabei haben. Ja, richtig, richtig praktisch. Ja. So, kommen wir zum dritten Punkt. Und zwar die Tische. Man kann alle unsere Tische nochmal zusätzlich ausklappen. Zum Beispiel den Tisch hier, unseren Esstisch, da kann man noch eine extra Tischplatte rausdrehen. Unsere Arbeitsplatte kann man direkt auf 2 Art und Weisen vergrößern. Einmal kann man seitlich noch was ausklappen und nach draußen kann man auch noch was ausklappen. Ja, was auch total genial ist, denn somit können wir auch den Platz draußen zum Kochen nutzen und können den Kocher rausstellen und draußen kochen. Ja. Das ist richtig geil. Kommen wir zum 4. Punkt und das sind die Vorhänge. Und ich demonstriere das mal kurz. Das ist halt richtig cool, weil man die Vorhänge komplett bündig schließen kann, so dass es, wenn es draußen dunkel ist und wir wirklich alle Vorhänge zugezogen haben, dann ist es komplett dunkel in dem Van. Dunkel in dem Van. Wenn es draußen dunkel ist, ist ja klar, dass es innen drin auch dunkel ist. Ja, wenn wir das Licht anhaben dann im Van, dann kann man das auch gar nicht draußen sehen, denn das sind Verdunkelungsvorhänge, so dass es gar nicht nach außen dringt. Und das ist richtig cool, wenn man inkognito irgendwo stehen möchte. Ja, und das kann man nicht nur an diesem Fenster hier machen, sondern auch hinten in unseren beiden Fenstern kann man mit Magnetvorhängen, mit Vorhängen, die mit Magneten befestigt sind, die kann man auch da dunkel machen. Das Fenster in der Schiebetür kann man eigentlich genauso dunkel machen wie das, was wir euch gerade gezeigt haben. Ja. Und dann haben wir hier noch einen großen Vorhang, der den kompletten Fahrerraum praktisch abtrennen kann. Die sind auch geil, denn man kann diese Vorhänge auch komplett nach vorne machen. Im Sommer war das richtig genial, weil es komplett das Sonnenlicht reflektiert hat und da war es nicht mehr so ultra heiß. Es war noch heiß in dem Van, aber nicht ultra heiß. Ja, das bringt schon erstaunlich viel. Ja, wirklich. Kommen wir zum nächsten Punkt und der 5. Punkt sind die USB-Steckdosen. Das darfst du erläutern. Steckdosen haben wir überall im Fahrzeug montiert. Also sowas hier, Zigarettenanzünder und USB-Buchsen. Und die haben wir wirklich überall im ganzen Fahrzeug montiert. Also insgesamt sind es, glaube ich, 8 USB-Buchsen, die wir montiert haben und 6 Zigarettenanzünderbuchsen. Das hört sich viel an, aber wir brauchen eigentlich alle gefühlt. Ja, wir haben uns am Anfang so gedacht, oh, das ist viel zu viel. Aber wir brauchen sie eigentlich immer, denn während der Fahrt laden wir dann einfach alles und wir hauen einfach alles voll. Also wir haben wirklich an jeder Steckdose haben wir einen Verbraucher. Und das ist eigentlich richtig cool, dass wir so viele haben. Ja, also egal ob Laptop, Handys, Fotos, Musikboxen. Genau. Alles kann man parallel anschließen bei uns. Genau. Und da bleiben wir jetzt mal bei der Elektrik und kommen zum 6. Punkt. Und das ist die Solaranlage. Die Solaranlage ist auch wirklich super. Wir haben zwar nur 150 WP auf dem Dach, aber für 3 Jahreszeiten reicht es eigentlich komplett aus. Ja. Im Winter sind wir auch froh gewesen, dass wir unseren Booster benutzen konnten. Aber ich würde jetzt mal sagen, Solaranlage
im Sommer in Griechenland, die braucht man auf jeden Fall, denn somit war unsere Batterie immer voll. Wir haben in Griechenland die Ausgangssperre gehabt und haben 2 Monate oder über 2 Zweieinhalb Monate an einem Strand gestanden. Und was hätten wir da gemacht? Wir durften uns ja gar nicht bewegen, außer zum Einkaufen. Und was hätten wir da gemacht, wenn wir die Solaranlage nicht gehabt hätten? Wir hätten immer eine leere Batterie gehabt. Ja. Und deswegen, Also eigentlich sollte jeder Van irgendwie eine Solaranlage auf dem Dach haben, weil die ist so praktisch. mega. Kommen wir zum 7. Punkt. Und das sind die Dämpfer. Wir haben hier sehr große Schrankklappen und die werden durch diese Dämpfer hier aufgehalten. Das ist auch gar kein Problem. Die Klappen sind ziemlich leicht. Was soll ich dazu sagen, ja? Das sind halt Dämpfer, halten die Dinger offen, verdammt. Ja, aber das ist halt richtig cool, weil wir wollten es unbedingt in die Liste aufnehmen, weil viele haben halt irgendwie ganz komische Sachen hier verbaut. Und wir haben uns halt gedacht, wir nehmen uns einfach irgendetwas Günstiges, es ist nicht mal Campingbedarf, und setzen einfach nur einen rein. Und somit haben wir nicht das Problem, dass dann wir die Klappe festhalten müssen und können halt, das ist halt, bleibt oben die Klappe, dann können wir halt ruhig Sachen rein und raus tun und damit ist es gar kein Thema. Ist ein wichtiger Punkt, wenn man ständig an irgendwas ran möchte. Dämpfer, super. Genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und das sind die Drehsitze. Also, ich möchte gar nicht missen, denn das schafft unglaublich viel Raum. Man merkt es total, wenn die Sitze andersrum sind, ist es so, okay, ist aber eng hier, wenn wir sie dann drehen. Es ist richtig geil, oder? Ist ein ganz anderes Raumgefühl, auch vor allem, wenn man hier die Trennwand nicht drin hat. Vor allem, wenn man die Trennwand hier nicht drin hat. Danke. Also vor allem, wenn man hier die Trennwand nicht drin hat, hat man hier schon ein echt gutes Raumgefühl. Ja, aber es ist wirklich so. Es schafft unglaublich viel Raum und das Fahrzeug, es wirkt einfach viel größer. Auch cool, dass du von da hinten filmst, dann können die Zuschauer sehen, das hat wirklich, es erweitert den Raum wirklich gut. Ich hoffe, dass das rüberkommt. GoPro Weitwinkel, man weiß es nicht so ganz genau. Aber also wenn man schon in so einem Van nicht so viel Platz zur Verfügung hat, Ja, ist es auf alle Fälle schon richtig nice, das zu haben. genau. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und bei mir steht jetzt leise Ja. drauf. Wir haben, als wir den Van ausgebaut haben, ziemlich viel Wert darauf gelegt, dass es beim Fahren nicht so laut ist. Ja. Also wir haben ja alles mit Armaflex isoliert und das schluckt schon sehr viel Geräusch beim Fahren. Also man braucht eigentlich fast keine weiteren Antidröhnmaßnahmen wie Alubutyl oder sowas, wenn Ja, man haben wir nicht Armaflex gemacht. verwendet. Ja. Außerdem haben wir eigentlich alles festgebunden, was wir hier Alles, was geht eigentlich, oder? ja, zum Beispiel hier den Kocher haben wir hier festgespannt oder auch in den Schränken haben wir viel mit Gummiriemen gearbeitet oder hinten haben wir eigentlich auch jede Kiste oder sowas nochmal mit Spannriemen Der festgemacht. Wassertank, also irgendwie ist alles bei uns hier befestigt. Und wenn man das wirklich dann konsequent durchgezogen hat, dann hört man beim Fahren auch wirklich gar nichts. Ja. Ab und zu mal rappelt es mal, weil wir hier was vergessen haben, aber ansonsten, wenn man es durchzieht, hört man keine Geräusche. Ja, also es ist deutlich leiser als in vielen PKW. Ja, also man hört auch das eigene Wort während des Fahrens. Man Und kann das sich ist- sehr gut unterhalten, ja. ist richtig gut. Gut, kommen wir dann zum letzten Punkt, zum 10. Punkt. Und das ist der Stauraum. Das war uns besonders wichtig eigentlich, als wir den Van ausgebaut haben, dass wir genug Platz haben. Wir wollten ja unbedingt darin wohnen. Ja, ein Jahr lang wohnen, genau. Ja, und da braucht man ja schon ein bisschen Kram, selbst wenn man noch so sparsam damit ist. Aber wir haben hier erstmal einen riesengroßen Hängeschrank. Da hinten unseren Kleiderschrank, Ja, der auch eigentlich riesig ist. ja. Hier in der Küche haben wir auch sehr viel Stauraum. Und vor allem in unserer riesengroßen Garage hinten unterm Bett. Ja, und das ist halt auch der Punkt gewesen. Wir haben uns deswegen entschieden, das Bett fest zu installieren, weil wir unten drunter alles Mögliche reinpacken konnten. Wir haben Kisten drin, wir haben Wanderrucksäcke mit, wir haben ein Bodyboard mit, wir haben Longboards mit, wir haben Klettersachen mit, wir haben ein Zelt dabei, Isomatten. Also es ist so viel, was wir mitgenommen haben. Und am Ende haben wir noch Essen drin gebunkert. Also Ja, für 2 Wochen am Ende. ist es essen, dann überhaupt minimalistisch? Aber wir sagen immer, wir leben minimalistisch. Gute ja, Frage. ja, Schon, ne? ist minimalistisch. Also wie ihr seht, wir haben unglaublich viel Stauraum und den haben wir auch gebraucht, weil wir ein Jahr lang unterwegs waren. Genau, so, das waren jetzt die 10 Punkte, die haben wir euch jetzt mal aufgeführt. Und vielleicht könnt ihr auch was damit anfangen, wenn ihr selbst gerade was ausbaut. Vielleicht sagt ihr euch dann im Nachhinein, ach, daran habe ich jetzt nicht gedacht und gut, dass ihr das sagt. Wer weiß.
Ja, vor allem schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr in eurem Van besonders wertschätzt. Es wär mal sehr interessant zu erfahren, auf jeden wie das Fall. anderen so geht. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ansonsten über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Ja. Und nächste Woche machen wir weiter mit was? Und wir wollen noch ein Video machen über Sachen, die uns nicht so sehr Genau. gut an unserem Van gefallen oder die andere besser anders machen sollen, die Das gerade kommt vor auch dem noch. Ausbruch stehen. Genau. Genau, deshalb seid gespannt, was nächste Woche kommt und bis nächste Woche. Ciao. Ciao! Ihr wollt wissen, wie es bei uns weitergeht? Dann abonniert unseren Kanal. Bis bald!